werden soll und alle Völker auf Erden in ihm sollen gesegnet werden. You see, God said, shall I hide from Abraham what I'm thinking? Gott sagt, soll ich vor Abraham verbergen, was ich denke? Then he told Abraham what was in his mind. Dann teilte er Abraham mit, was in seinem Sinn, in seinem Herzen war. And it was on that basis that Abraham made intercession. Und auf der Basis dieses hat Abraham Fürbitte getan. The next requirement is self-humbling. Die nächste Voraussetzung ist, sich selbst zu demütigen. You remember what we said? The way up is down. Ich habe es bereits gesagt, der Weg nach oben führt nach unten. Oder Weg nach unten führt Let's nach look oben. in 1 Peter chapter 5, 1. Petrus 5, verses 5 and 6. Verse 5 und 6. This part of my Bible doesn't open very well. Now we'll read the last part of verse 5, which is a quotation from the Old Testament, and the first part of verse 6. Lesen die zweite Hälfte des 5. Verses, welch ein Zitat aus dem Alten Testament ist, und die erste Hälfte des 6. I think I better read that. God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God. Gott widersteht den Hoffärtigen, also den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So oder deswegen demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. If you come to God with pride, Wenn du mit Stolz zu Gott kommst, God resists you. wird dir Gott widerstehen. And you have to ask yourself this, Und du musst dir folgende Frage stellen: who can push harder, God or me? Wer kann fester schieben, Gott oder ich? If you're pushing one way and God is pushing the opposite way, Wenn du in die eine Richtung Widerstand leistest oder schiebst und Gott in die entgegengesetzte, who will win? wer wird gewinnen? I think we all know God will win. Ich denke, wir wissen es alle, Gott wird So if you gewinnen. come to God with pride, He's going to push against you. Das heißt, wenn du mit Stolz in deinem Herzen zu Gott kommst, wird er gegen dich drücken, So wird dir the first thing we widerstehen. need to do is humble ourselves. Das Erste, was wir machen müssen, ist uns zu demütigen. And that is something God will not do for you. Und das ist etwas, was Gott für dich nicht tun wird. Do not ask God to make you humble, Bitte nicht von Gott, dass er dich demütig macht. because He will not do it. Denn er wird es nicht In machen. fact, He cannot do Er it. kann es nicht machen. Humility is something we have to do for ourselves. Demut ist etwas, was wir für uns selbst machen müssen. So the first thing we have to do is lay down our pride Das Erste, was wir tun müssen, ist, unseren Stolz niederzulegen. and humble ourselves before God. Wir müssen uns vor Gott demütigen. Now there is one specific way in the Bible that is appointed for us to humble ourselves. Es gibt einen Weg in der Bibel, der vorgeschrieben wird, wenn wir uns demütigen wollen. It's found in Leviticus chapter 16. Das finden wir im 3. Mose, im 3. Mose 16, 16, verses 29 to 31. These are the instructions for what's called the Day of Atonement. 29 to 31. Yeah. 3. Mose 16, 29 bis 31. These are the instructions for the Day of Atonement. Das sind die Ordnungen für den What's the name? für Yom Kippur. That's right. Yom How Kippur. many of you know what Yom Kippur is? Wisst ihr alle, was Yom Kippur ist? Well, it's the most holy day in the Jewish calendar. Es ist der heiligste Tag im jüdischen Kalender. Still to this very day. Bis zum heutigen Tag. But it was the day on which the high priest went in to the Holy of Holies. Es war der Tag, an dem der Hohepriester in das Allerheiligste hineinging. And he only did it once every Und er year. machte es nur einmal im Jahr. And he did it with blood of the sacrifice for the sins of the people. Und er machte es mit dem Blut der Opfertiere wegen der Sünden des Volkes. And you can read about it in the epistle to the Hebrews. Ihr könnt es in dem Brief an die Hebräer lesen. But though the priest did that for the people, Obwohl der Priester das für das Volk tat, the people were expected to do something for themselves. müssen die Leute etwas für sich machen. And this is found in the verses that we looked at, verse 29 to 31. Lesen wir hier 3. Mose 16, Now, 29. it says folgende. here in English, afflict your souls. Im Englischen heißt es,
kasteit oder betrübt eure Seelen. I don't know what it says in Deutsch. Which verse is that? Which verse? 29. 29. Im Deutschen heißt es, die Seelen zu demütigen, nicht zu quälen. Im Englischen heißt es zu quälen. Yeah. But anyhow, it says, if you don't do that, the sacrifice will not be any good to you. Aber es heißt, wenn ihr dieses nicht tut, dann bringt das Opfer nichts. Read those 3 verses. Wir lesen. Und das soll euch eine ewige gültige Ordnung sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun, weder der Einheimische noch der Fremdling, der unter euch weilt. Denn an diesem Tage wird für euch Sühne erwirkt, euch zu reinigen. Von allen euren Sünden sollt ihr vor dem Herrn gereinigt werden. Darum soll es euch ein Ruhe-Sabbat sein und ihr sollt eure Seelen demütigen. Das sei eine ewige Ordnung. This is very interesting, and I think few people have paid very much attention to it. Sehr, sehr interessant und ich halte dafür, dass wenige Menschen diesem viel Wert beigemessen haben. The priest had to offer the sacrifice for the people. Der Priester musste das Opfer für das Volk darbringen. But to receive the benefit of the sacrifice, Aber um den Segen des Opfers zu erhalten, the people had to do something. mussten die Leute etwas tun. If they didn't do it, the sacrifice didn't benefit. Taten sie dieses nicht, brachte ihnen das Opfer nichts. What did they have to do? Was mussten sie machen? Have we give it in German? Sagt es auf Deutsch? That's right. You see again, God resists the proud, but gives grace to the humble. Seht ihr das wieder? Gott widersteht den Stolzen, gibt aber Gnade den Demütigen. But there was one special way they had to humble themselves. Aber es war ein ganz bestimmter Art, wie sie sich demütigen sollten. How many of you know what it was? Wie viele wissen, was das bedeutet? That's right, to fast. Fasten. And this is absolutely understood in Hebrew, that to humble your soul is to fast. Und der Hebräer versteht dieses ganz genau. Die Seele zu demütigen, beziehungsweise mit der englischen Übersetzung zu quälen, heißt zu fasten. Now keep your finger there in Leviticus Haltet bitte den Finger da drin and turn to Acts chapter 27 for a moment. und schlagt die Apostelgeschichte 27 einen Augenblick auf. I just want to show you that this is confirmed by the New Ich Testament. möchte euch zeigen, dass dieses auch bestätigt wird im Neuen Testament. This is describing Paul's journey to Rome by ship. Hier lesen wir von Paulus Schifffahrt nach Rom. And we just read verse 9. Wir lesen nur den 9. Vers. Da aber schon geraume Zeit verflossen war und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit bereits vorüber war, warnte Paulus und sprach zu ihnen. Notice sailing was dangerous because the fast was already past. Die Schifffahrt war gefährlich, weil die Fastenzeit vorbei war. What was the fast? Was war die Fastenzeit? Yom Kippur. Yom Kippur, also der And Tag der Versöhnung. 3,500 years, Jews have fasted every year on that day. 3.500 Jahre haben Juden an dem Tag gefastet. So that's just to confirm that to humble your soul means to fast. Das nur als Bestätigung dafür, dass es bedeutet, die Seele zu demütigen oder quälen heißt zu fasten. That is not to say there is no other way to humble yourself. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keinen anderen Weg gibt, um sich But zu that this demütigen. is a scriptural way to humble yourself. Aber das ist eine schriftgemäße Art, sich zu demütigen. To abstain from food Dass man sich des Essens enthält. for spiritual purposes. Aus geistlichen Gründen. You could abstain from food for other purposes that wouldn't be fasting. Man kann aus anderen Gründen auf das Essen verzichten, aber das nennt man nicht But Fasten to in diesem abstain Sinn. from food for spiritual purposes is my definition of fasting. Aber auf das Essen zu verzichten aus geistlichen Gründen, das ist meine Definition vom biblischen Fasten. So, if you're wondering, God, how could I humble myself? Wenn du dir die Frage stellst, Gott, wie kann ich mich demütigen? That's a recommended way. Das ist ein empfohlener Weg. And I'm inclined to think that very few real spiritual breakthroughs ever take place until God's people practice fasting. Und ich tendiere zu dem Gedanken, dass es sehr wenige Durchbrüche geben wird, wenn Gottes Volk nicht begonnen hat, richtig zu fasten. All right, we come to one last requirement.